Was können wir tun, um mehr Tiefe in unsere Zeichnung zu bekommen? Wie können wir besser aus dem Kopf zeichnen? In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Vorstellungskraft und dein räumliches Sehen und Denken entscheidend verbesserst. Also, okay, legen wir los. Wir arbeiten uns eine Grundform und gehen dann Schritt für Schritt weiter. Also, wir haben hier unseren Würfel. So, das ist unsere Form, mit der wir jetzt herumexperimentieren, dass deine Vorstellungskraft besser wird, dass man mehr räumlich denkt und räumlich sieht. Das ist ganz, ganz wichtig, hier viele Übungen zu machen. So, Linie rein. So, jetzt haben wir hier unser Grundkonstrukt. So, also gehen wir jetzt zum Phase 2 über. Indem wir den Würfel noch einmal zeichnen. So, okay, der muss hier ein bisschen schräger oder der ein bisschen steiler. So, okay. Jetzt wollen wir hier aus diesem Würfel, wie ich es gezeigt habe, ein Teil rausschneiden. Also eine dreieckige Form. So, ich werde mal kurz die Linie hier etwas rausnehmen. Gerade wenn man etwas erklären will, verwirren manchmal Linien, die nicht ganz korrekt sind. Ich muss mir wieder angewöhnen, etwas langsamer zu zeichnen. So, also wir haben hier unseren Ausschnitt. Ja. So, du siehst, wir schrägen also diesen Würfel ab. So, dass du es besser siehst, nicht radierst, ich radiere. Ja. Haben wir hier also unsere schräge Form. Du siehst, wir haben aus einer einfachen Form eine etwas komplexere gemacht, indem wir uns aber diese einfache Form genutzt haben, um hier etwas rauszuschneiden. So, du siehst, diese 3D-Form geht hier weiter. Ja, immer wichtig, dass es diese 3D-Grundform bleibt. Ja. So, jetzt gehen wir zu Schritt 3. Was haben wir hier jetzt genau abgeschnitten? Das wird uns helfen, wieder unsere Vorstellungskraft noch weiter zu verbessern. Ja? So ein bisschen dünner vorzeichnen hier, kann man das besser ab und zu korrigieren. Also wir wollen jetzt aus diesem Würfel die fehlende Ecke hier zeigen. Wie gesagt, Sinn der Übung ist wirklich dieses räumliche Denken zu ermöglichen. Ja? Also los geht's. Wir haben hier gesagt, wir haben hier diesen Ausschnitt.
Ja, da mache ich jetzt etwas dünnere Linien. So, und jetzt heben wir diesen ganzen Ausschnitt hier rüber. Wir zeigen also, wie dieser Ausschnitt sozusagen nach oben abgehoben wird. So, ich muss hier ein bisschen schräger gehen. So. Wir zeichnen praktisch diese Form hier wieder rauf, ja, und verbinden hier diese Kanten. Das wird gleich deutlicher für dich werden, wenn ich hier dieses stärker betone. Ja. So, also wir radieren die überflüssigen Linien weg. Also unsere Hilfslinien sozusagen. Und du siehst denn, dass das alles viel, viel klarer wird, ja, wie das jetzt funktioniert. Ja, wir haben also unseren Ausschnitt abgehoben. Ja. Jetzt ist es wichtig, die Linien in der Zeichnung zu verstärken, damit du siehst, was ist vorne und was ist weiter hinten. Ja, also dass wir diese Räumlichkeit sozusagen erhalten. So, hier mache ich die Linie ein bisschen schwächer, denn jede Linie, die stärker ist als die vordere Linie, verwirrt uns die Ansicht. Ja, also macht es schwieriger, das zu erkennen, was wir zeigen wollen. So. Du siehst, wie es immer klarer wird, was hier eigentlich passiert. Ja. So, wir haben den Ausschnitt sozusagen jetzt ganz normal angehoben. Ja. So, das machen wir auch noch ein Stück weg, dass das klarer ist hier. So, du siehst jetzt, was passiert und man bekommt eine weitere Ebene der Vorstellungskraft. Ja, hier denkt man, okay, ein Würfel, ist klar, was hier passiert, abgeschnitten, aber wo ist jetzt das abgeschnittene Teil? Genau. Aber wir versetzen sozusagen und zeigen hier die räumliche Dimension viel, viel stärker. Ja, und das geht jetzt praktisch hier auch so hinten lang. Also ganz wichtige Übung, damit rum zu experimentieren. Und im zweiten Schritt wollen wir das jetzt etwas komplexer machen. Wenn dir das Video bis hierhin gefällt, freue ich mich über dein Like. Nimm dir kurz die Zeit und abonniere gern meinen Kanal. Das freut mich und motiviert mich. Und weiter geht's mit der zweiten Übung. So, jetzt werden wir etwas komplexer. Jetzt zeichnen wir ein Quader. So, und zu dem Quader, du wirst gleich sehen, was ich hier mache. Da wollen wir hier dieses
Dreieck rauflegen, also dass die Form eines Hauses entsteht. Ja? Dass das alles zusammenpasst. Also wir machen eine ähnliche Konstruktion. Du siehst, wir haben hier diese 3D-Form. Ich deute das nochmal an hier, damit diese Dimension immer klar ist, ja, von der 2D-Form immer ins räumliche Denken zu kommen. So, legen wir weiter los. Gehen wir zu Schritt 2. Hier oben mache ich mal die Flächen auch noch etwas. So. Okay, also Quader. So, und wir wollen jetzt das Dach hier rauf haben. Ja? Okay, also da gehen wir ähnlich vor wie hier oben bei unserem einfacheren Objekt. Ja, ich muss aufhören, die 2 ist hier schon ziemlich nah dran. Mal sehen, ob ich das noch jetzt hinbekomme. Also, wir konstruieren jetzt das Dach sozusagen hier rauf. Ich muss die 2 hier wirklich ein Stück versetzen. So. So ist besser. Okay. Jetzt nehmen wir uns diese Kante hier. Du siehst, wir bauen erstmal eine Art Block hier rauf. Ja? So. Und jetzt setzen wir einfach diesen Giebel hier rauf, schneiden uns den aus einem Quader raus. Warum mache ich den Quader? Dass es halt besser verständlich ist. Ja? So. Du siehst, wie schön man da Sachen konstruieren kann. Oh, hier bin ich ein bisschen so weit rüber gekommen. So. So, damit wir jetzt genau sehen, was es ist, werde ich wieder die wichtigen Kanten, also das, was wir brauchen, das, was wir zeigen wollen, mehr betonen. Und du siehst, dass wir wieder eine räumliche Ebene hier herstellen. Also ganz, ganz wichtig, zu zeigen, was hier passiert. So. So, du siehst, hier unten haben wir auch wieder unsere 3D-Form. Dann siehst du, wie das funktioniert. Ja? Also wir haben hier die Teile, die wir hier zusammensetzen und hier zeigen, wie das funktioniert. Das hilft dir halt unglaublich, deine Vorstellungskraft zu erweitern, einfach in 3D mehr zu sehen, in die Tiefe reinzukommen. Ja? Wenn du dies richtig lernen willst, dann komm gerne auf meine Akademie, schau unter dem Video, dort findest du alle Informationen zu meiner Akademie und dort habe ich auch meinen, wer ihn noch nicht gemacht hat, meinen neuen Übungskurs, der ist kostenlos hinterlegt, also schau gerne nach und
Weiter geht es jetzt mit der dritten Form. Wir beginnen wieder mit dem Quader. So, und jetzt zeichnen wir uns diesen Giebel einfach auf. So, und du siehst, wie wir hieraus jetzt eine komplette Hausform erschaffen haben. Hier siehst du wieder die 3D-Form. Ja. Siehst, wie es gleich an Räumlichkeit zunimmt. Ja. Tür rein. Also wie wir jetzt praktisch ein Haus aufgebaut haben, aber das Haus spielt jetzt erstmal nicht die Rolle, sondern die Verteilung der Formen. Also das Sichtbarmachen, wie es zusammengesetzt wird, aus welchen Teilen. Ja? Und das ist bei sehr, sehr vielen Objekten der Fall. Ja? Du siehst zum Beispiel bei dem Objekt hier siehst du auch die Grundform eines Quaders, Zylinderform. Ja, das ist sozusagen auch zusammengebaut. Ja. Warum habe ich dir das gezeigt? Weil du so viel, viel besser verstehst, wie manche Sachen zusammengesetzt sind. Ja. Also wie man sich einfache Formen erarbeiten kann und wie die praktisch funktionieren. Also ganz, ganz wichtige Übungen, die in verschiedenen Ansichten immer wieder zu wiederholen. Weil das hilft dir wirklich für alle Zeichnungen, sei es, wenn du konstruierst, sei es aber auch in der Natur. Das funktioniert dort genauso. Also, ich bedanke mich für dein Zuschauen. Lass mir ein Abo da, abonniere den Kanal. Wenn du Fragen hast oder Ideen hast, was ich als nächstes zeichnen soll, schreib es mir unten gleich in die Kommentare rein. Und wenn du richtig tief einsteigen willst, unter dem Video findest du alle Informationen zu meiner Akademie. Dort lernen wir gemeinsam und du hast die Möglichkeit, dort persönliches Feedback von mir zu bekommen.